Und ich sag, hey, wir sind im Café Süden. La 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 la. La 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 la. Fußball 2000, Länderspielpause, ist alles ein bisschen gechillter. Marvin ist da, Stefan ist da. Und wir liefern euch heute die versprochene Skiri-Debatte, wagen einen kleinen Ausblick auf Wolfsburg. Jetzt muss ich schon wieder so einen Verein nennen, alle. Hoffenheim, Wolfsburg. Ich hoffe, es geht bald endlich wirklich mit der Bundesliga los. Die Folge geht auf jeden Fall jetzt los. Fußball 2000, wir sind wieder da, der Herbstanfang ist da, aber wir haben uns natürlich jetzt hier ins Café Süden gerettet, um noch ein wenig tropische Temperaturen abzubekommen. Und tropisch ist es auch, wenn wir an die Frankfurter Eintracht denken, denn es ist Sommer, Sonne, Sonnenschein, alles läuft gut bei der Frankfurter Eintracht. Der Sturm funktioniert, die Abwehr funktioniert. Aber liebe Leute, wir haben die Kommentare in der Community vernommen. Wir haben aber auch die Diskussion in unseren Chatgruppen vernommen. Es gibt eine Person, über die müssen wir uns ein bisschen streiten, denn es ist Elias Skiri, der tatsächlich immer noch ein Spaltpilz ist. Würde ich tatsächlich behaupten. Und lieber Stefan, schön, dass du heute da bist. Sag mir mal, was war eigentlich die Grundannahme, als Elias Skiri zur Eintracht gekommen ist? Was haben wir uns von ihm erhofft? Naja, der kam an und das war in dem letzten Köln-Jahr, finde ich, einer der besten Sechser der Liga. Wenn nicht sogar der beste Sechser. Der war defensiv extrem stark und der war vor allem extrem torgefährlich. Er hat 7 Tore geschossen für Köln. Das ist für einen Sechser eine extrem hohe Anzahl. Und das Trotz der Tatsache, als defensiver Mittelfeldspieler unterwegs gewesen. Genau, Sechser und dann schießt er 7 Tore. Das ist schon eine außergewöhnlich hohe Zahl, finde ich. Und das ist ein bisschen das Problem, auch weil er mit den Erwartungen halt natürlich hergekommen ist. Umsonst auch noch, das war ein richtig krasser Transfer eigentlich. Und die Erwartung hat er dann tatsächlich nicht so richtig, nicht richtig erfüllen können im letzten Eintracht-Jahr. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das zweite läuft. Aber ich finde letztes Jahr die Hinrunde, das war schon in Ordnung. Rückrunde war es ein bisschen hakelig so. Insgesamt, ich dachte wirklich, okay, das ist ein Königstransfer, auch gerade zu den Konditionen, hat er noch nicht ganz eingelöst. Finde ich ganz wichtig, dass du das sagst. Er kam, hat damals einen Marktwert von 13 Millionen gehabt und du hast gedacht, okay, da kommt ein absoluter Brutalo. Und insbesondere auch, weil die Bayern ja auch interessiert waren. Und die Eintracht, die man offenbar das bessere Gesamtpaket vorlegen konnte. Und die Eintracht hat natürlich, wir haben alle gedacht, okay, das ist jetzt der Mann, der perspektivisch auch Sebastian Rode ersetzen kann, Hasebe ersetzen kann. Ist mit vielen Vorschusslorbeeren hierher gekommen. Aber du sagst es, die Hinrunde tatsächlich in Ordnung gewesen. 2023, nicht 13, ich wollte 13 sagen, 23. Dann in der Rückrunde war es ein bisschen schlechter, der ganze Notenschnitt von ihm, aber von Teilen der Mannschaft auch schlechter geworden. Basti, du bist ja trotzdem einer der großen Befürworter von Elias Skiri. Kannst du trotzdem nachvollziehen, dass die Unzufriedenheit gerade in der letzten Saison, wir müssen ja gleich noch, kommen wir auf die Saison zu sprechen, da war? Konntest du das nachvollziehen? Natürlich kann ich es nachvollziehen, weil ich glaube, dass man festhalten kann, das hat er, glaube ich, auch selber gesagt, das hat man zumindest aus seinem Umfeld gehört, dass er nach dem Afrika-Cup in so ein kleines Loch gefallen ist, so auch irgendwie mental oder vielleicht sogar auch körperlich, weil im Endeffekt einfach so ein Turnier mitten in die Saison geklatscht wurde bei ihm. Ansonsten hält sich mein Verständnis für diese Kritik, die sich an ihm immer entflammt, für völlig übertrieben tatsächlich, weil, du hast es schon richtig gesagt in dem Nebensatz eben, die ganze Mannschaft ist in der Rückrunde irgendwie ein bisschen schlechter geworden. Wir hatten Diskussionen über den Trainer, über das Spielsystem, über diverse andere Geschichten und der ist dann halt auch Teil davon gewesen. Also ich fand diese Hinrunde bei ihm richtig geil. Ich kann die Kritik an ihm verstehen, wenn Leute Erwartungen haben, wie Stefan Reich vielleicht, zu sagen, boah, ich denke, da kommt der absolute Baller, der macht jetzt hier 8 Tore, bla bla. Vielleicht sind da die Erwartungen auch so ein bisschen das Problem an ihn, weil am Ende trotzdem Köln und Frankfurt auch nochmal ein anderes Level ist. Auch die Notwendigkeit, die er dieser Mannschaft hatte. Ne? Weil man muss ja auch sagen, dass in Köln war er derjenige Spieler, um den sich alles gedreht hat. Und dann kommst du nach Frankfurt und du hast plötzlich mehrere Spieler, die potenziell auch mehr können. Du hast immer noch einen Mario Götze in der Hinterhand, der ein wichtiger Spieler ist. Und es ist nicht nur alles auf Elias Skiri fokussiert. Und wenn es dann im Verlauf der Rückrunde dann auch nicht mehr so gut läuft, ist auch wie gesagt bei seinen Nebenspielern auch nicht mehr so gut gelaufen, dann verteilt sich das. Aber, was finde ich total spannend, die Schwäche verteilt sich auf mehrere, aber das Zentrum der Kritik blieb tatsächlich bei ihm. Und das ist natürlich schon spannend. Vielleicht ist es aber auch eine Position, das defensive Mittelfeld, kannst du da vielleicht auch ein Stück weit weniger gewinnen? Ist es tatsächlich so, dass du ein bisschen im Fokus stehst und die Sachen, die du richtig machst, weniger gesehen werden, Stefan? Absolut. Ich finde aber tatsächlich, der Knackpunkt ist bei ihm diese Erwartungshaltung und ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe mal in die Statistiken geschaut und ich finde das war ein ganz erhellender... Wir blenden trotzdem auf der Marv ein. Auf jeden Fall. Auch das ist in Ordnung. Das war ganz interessant tatsächlich, weil man gesehen hat, ich habe die Saisons verglichen von Köln, die letzte Köln-Saison und die erste Eintracht-Saison.
Und die defensiven Parameter sind relativ ähnlich geblieben. Also der läuft ähnlich viel, der führt ähnlich viele Zweikämpfe, auch ähnlich erfolgreich und so weiter. Da sieht man keinen großen Wechsel oder so, auch keine Verschlechterung. Aber was deutlich anders ist, sind die offensiven Parameter. Ja. Also was auch eine Sache ist, dass er ein bisschen weniger akkurat spielt. Also die Pässe kommen ein bisschen weniger genauer an und so weiter. Da ist er ein bisschen runtergegangen. Entscheidend aber sind die offensiven Parameter bei ihm. Weil ich hatte ja schon gesagt, der hat 7 Saisontore geschossen bei Köln. Der hat bei Köln pro Spiel einmal aufs Tor geschossen als Sechser. Das ist schon eine ziemliche Nummer. Und hat davon auch 22% getroffen tatsächlich. Ne? Das heißt... das ist im Wetter, Alter! Jetzt reg ich mich doch wieder auf! Das heißt, das sind schon richtig krasse Nummern, wenn du als Sechser einmal pro Spiel aufs Tor schießt. Bei der Eintracht in der Saison hat er 0,7 Mal pro Spiel aufs Tor geschossen, also quasi ein Drittel weniger. Und davon auch nur 11% getroffen. Und da sieht man schon, da geht das auseinander. Und das ist tatsächlich das, was El Jazgiri bei Köln ja so wertvoll gemacht hat, dass das ein Spieler ist, der aus der Sechserposition nach vorne stoßen kann und dann auch noch extrem torgefährlich ist. Das hat er bei der Eintracht am Anfang der Saison, irgendwann im Herbst hatte er eine Phase, da hat er zweimal in der Liga getroffen, einmal glaube ich in der Conference League. Da hat man gesehen, dass er das kann. Der ist aber nicht mehr so häufig in diese Situation gekommen wie bei Köln, dass er als Sechser quasi mit nach vorne geht und dann in so eine Abschlusssituation kommt. Liegt vielleicht auch in der Spielweise, dass du bei Köln natürlich eine Mannschaft hattest, die sehr gesetzt hat auf diese Umschaltmomente, die du als Sechser ja gerade, auch gerade wenn du zweikampfstark bist, selber ja kreieren kannst. Ne? Gewinnst in der Zentrale den Ball, spielst den ersten Ball nach vorne und dann kannst du nachrücken und dann kommst du ja automatisch in so eine Abschlusssituation. Das hat er bei der Eintracht weniger, weil die Eintracht natürlich viel häufiger den Ball hatte und wesentlich weniger dieses Konterspiel gemacht hat. Das ist ein Knackpunkt, finde ich. Und das führt dazu, dass das ist natürlich der eine Parameter, diese Torgefahr, den alle sehen, der total augenfällig ist. Ne? Auch Leute, die sich quasi jetzt nicht mit Statistiken oder Taktik oder was auch immer beschäftigen, die sehen natürlich, bei Köln hat er die ganze Zeit genetzt. Und wenn du einen Sechser hast, der torgefährlich ist, das ist ein absolutes, das ist mit das Beste, was dir als Mannschaft passieren kann. Ja. Und wenn der dann kommt und dieses eine Alleinstellungsmerkmal nicht mehr hat, was eventuell auch dem System geschuldet ist das, was die öffentliche Wahrnehmung angeht, ein, glaube ich, überproportionaler Faktor, weil er eben dann aus einem Spieler, der defensiv sehr gut ist, plus dieses Plus hat mit der krassen Torgefahr, plötzlich nur noch ein Spieler ist, der defensiv sehr gut ist, aber nicht mehr torgefährlich. Also er schrumpft quasi zurück auf das, was ein Sechser eigentlich mitbringt, ohne dieses Extra zu haben, was er bei Köln hatte, was ihn so außergewöhnlich gemacht hat. Das verstehe ich und das ist ein sehr guter Punkt, wunderbar illustriert. Das Lustige ist immer, wenn ich irgendwie zu viele Zahlen höre, kommt bei mir so ein Affe, der dann einfach so irgendwelche Klopfgeräusche macht. Und ich so, okay, ich muss mich wieder konzentrieren, ich muss wieder darüber nachdenken, was er gerade sagt. Es ist tatsächlich einfach so, was? Keine Ahnung. Ja, aber ich verstehe, was du meinst. Aber das Interessante ist, du sprichst die offensive Situation an und das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Ne, dass er natürlich nicht so torgefährlich ist, dass er weniger Offensivszenen bei der Eintracht hat. Was mich tatsächlich ein bisschen irritiert, ist gar nicht das fehlende Offensive. Das kann ich verstehen, weil wir genügend Leute haben, die offensiv sau wichtig und relevant sind. Was mich ärgert, ist tatsächlich, dass ich mittlerweile oft ihn minutenlang im Spiel nicht sehe und ich das Gefühl habe, es ist wie so zoned out, dass er auch nicht Teil des Spiels ist. Und dann sehe ich auch ehrlich gesagt, wenn er dann sich einschaltet, dann gibt es Ballverluste. Und dann ist es mal so, dass er kann geniale Pässe spielen. Und da ist er trotzdem immer noch sehr, sehr gut. Aber ich sehe, dass er manchmal, Stellungsspiel ist tatsächlich manchmal echt fatal. Und auch und generell auch mit den Ballverlusten. Und da gibt es manchmal minutenlange Szenen in diesem Spiel, wo ich denke, wo ist er überhaupt? Bin ich der Einzige, dem das auffällt, oder siehst du das auch, Basti? Ich weiß, du hast ja eine andere Position, aber wie ist dein Gefühl dazu? Ja, ich kann ja eine andere Position haben und die Wahrheit, die du gerade ausgesprochen hast, kann ja trotzdem existieren. Es ist niemals ein Spieler, der immer bei 100% Leistung sein wird. Es gibt immer Spieler, die Fehler in ihrem Spiel haben. Bei ihm wird mir halt trotzdem zu viel drauf geachtet und ich glaube, das liegt gar nicht so sehr an Offensive, Defensive, sondern ich glaube, dass man den Spielertyp nicht so gut greifen kann. Ja, der ist halt, ich meine, der spielt auf der Sechserposition, aber das ist ja jetzt kein typischer Sechser, wie man sich den vorstellen würde. Ja. Der ist jetzt kein dynamischer Sechser, der einen wegklatscht, der irgendwie so aggressive Leader ist, sondern der ist halt eher ein Gentleman-Fußballer. Und ich glaube trotzdem, dass um seine Stärken zu sehen, muss man ein bisschen genauer hinschauen, weil der verschiebt gut, der organisiert gut. Der hat dazu beigetragen, dass Larsson unglaublich schnell sich zurechtgefunden hat. Also dieses Duo Skiri-Larsson zum Beispiel hat auch wegen ihm so gut funktioniert und Larsson hat auch von ihm profitiert, weil er ihn vielleicht so ein bisschen an die Hand genommen hat. Aber natürlich sehe ich die Szenen, die du angesprochen hast, auch. Wir hatten es ja kürzlich erst in Dortmund, wo er diesen einen Weg halt nicht mitnimmt. Wo es halt Szenen gibt, wo halt seine
ja, ich will es nicht mangelnde Schnelligkeit nennen, aber ja, er ist halt nicht so explosiv, wo man das halt sieht. Und ich glaube einfach, dass das auch Grund für diese ganze Kritik ist. Nichtsdestotrotz finde ich die weiterhin für übertrieben, weil ich glaube, dass die Stärken bei ihm überwiegen und dass die Spiele, die er gut gemacht hat, in Bremen, das Europapokalspiel, wo er angefangen hat, auch mit rumzuschnicken, die habe ich nicht vergessen. Und dieser Einbruch, bleibe ich bei, liegt meiner Meinung nach nicht nur bei ihm. Er kam irgendwie geschädigt aus dem Afrika-Cup zurück, man hat es ihm auch angemerkt. Man merkt es ihm auch immer noch so ein bisschen an, dass er nicht komplett frei wirkt. So. Also der wirkt immer mit sich selber beschäftigt. Aber prinzipiell würde ich niemals bei Skiri von einem Fehleinkauf sprechen. Das würde ich auch nicht. Da will ich einfach noch mal was zu sagen, weil das finde ich ein ganz guter Punkt. Weil Skiri tatsächlich vom ganzen Wesen her, ja, ist ein sehr ruhiger Typ und der hat auch auf dem Spielfeld ein bisschen was, weißt du, da hängen die Schultern so ein bisschen und der strahlt jetzt nicht so dieses Effenberg-artige aus, so von wegen, ich hau jetzt hier gleich einen um. Und das finde ich ist eine Sache, die in der öffentlichen Wahrnehmung von Fußballern, das ärgert mich seit jeher, dieses Mesut Özil-Phänomen, dass die Leute denken, der hat irgendwie im Bewegungsablauf ein bisschen was, keine Ahnung, Schleichendes eher und die Schultern hängen und so und das ist irgendwie eine Wurst oder so. Weißt du, dieser Rückschluss, der ist totaler Schwachsinn. Und das ist was ich bei Skiri auch oft merke, dass Leute quasi eher darauf reagieren, wie der sich auf dem Platz präsentiert, aber nicht wie er sich fußballerisch präsentiert, sondern einfach wie er so wirkt irgendwie. Und das hat aber ja mit seinen fußballerischen Fähigkeiten gar nichts zu tun. Und was ich noch sagen wollte, ist, dass die Saison letztes Jahr, und ich würde ihn auch niemals als Fehleinkauf titulieren. Ich würde schon sagen, da muss mehr kommen, gerade in der Offensive, weil das ist sein Alleinstellungsmerkmal gewesen. Ich glaube aber, dass der in einer schwierigen Saison, die für alle irgendwie schwierig war, nochmal selber ein bisschen Pech hatte. Der war beim Afrika-Cup, war dann raus. Der hatte in der Rückrunde, ich glaube, 3 verschiedene kleinere Verletzungen. Er hatte irgendwie Oberschenkelprobleme, war 2-3 Wochen raus. Dann hatte er Rückenprobleme, da hat er erst noch mitgespielt. Dann hat er auch ausgesetzt, dann hat er noch mal irgendwas am Oberschenkel oder an der Wade oder sowas, glaube ich. Das heißt, du hast eine Phase von so 17 Spielen gehabt, wo der 5, 6 oder so gefehlt hat, plus noch irgendwie Rückenprobleme in der Mitte. Und das ist natürlich was, wo du als Fußballer, wenn du immer mal so 2-3 Wochen raus bist, da musst du ja erstmal kurz wieder an dieses Level, da bist du so ein bisschen aus diesem Tritt raus. Und das ist was sicherlich nicht dazu beigetragen hat, dass der irgendwie an sein Level kommt, an sein Maximum. 2 Punkte, liebe Leute, schreibt ihr mal in die Kommentare, seid ihr eher pro Aggressive Leader oder seid ihr eher Typ Gentleman-Fußballer? Das würde ich ganz gerne mal wissen, denn ich glaube, was der Herr Reich in dem ersten Satz seiner Ausführungen ja durchaus gut beschrieben hat, ist, glaube ich, dieses Missverständnis, dass viele Leute, glaube ich, um sich Fußball zu erklären, eher an diesem Aggressive Leader festhalten und das besser verstehen können. Und genau die Körpersprache oft ein Punkt ist, der kritisiert wird. Aber Menschen sind unterschiedlich und die feinsten Fußballer waren tatsächlich nicht immer Aggressive Leader. Wir haben auch eine beschissene Körpersprache. Und macht auch keiner irgendwie. Du bist aber auch, Keyboard Warrior, also insofern ist das für dich auch eine andere Art. Nein, ich kann ehrlich gesagt diese Sehnsucht nach diesen Spielertypen verstehen, weil die hatte ich letzte Saison auch. Ja, ich finde hat doch der Eintracht irgendwann mal geholfen. Ich finde den Spielertyp auch geil, so ist nicht. Wir freuen uns ja, wenn jemand wie Christensen zur Eintracht kommt, freuen wir uns ja genau aus dem Grund. Ja, voll, logisch. Das ist ja okay. Aber ich kann ja nicht, weil ich das Bedürfnis habe, nach so einem Spielertyp, das einfach von Skiri verlangen und hoffen, dass der jetzt unauthentisch irgendwelche affigen Aktionen da macht. Gar keinen was irgendwie dann merkst. Schön aber so 10 Kilo draufpumpen. Ja. Weißt du? Und das weißt du ja auch, wenn du den Spieler holst. Also ich habe so ein bisschen Flashbacks bei ihm, was die Soul-Diskussion betrifft. Weil Exakt ein selber. Fußballer gewesen. Der war auch nicht der größte Lautsprecher. Der hat auch nicht die spektakulärsten Aktionen gehabt. Aber Sehr der hat guter Punkt, viel ja. für diese kleinen Momente im Spiel getan, was die Organisation betrifft, was vielleicht trotzdem mal ein Raumzulaufen betrifft und so ein Kram. Sehr guter so ein Punkt. bisschen wird Skiri auch ein Opfer von dieser There's no glory in prevention Geschichte. Weißt du? Also wenn er einen Raum zuläuft und dadurch eine Szene verändert, die gar nicht entsteht, dann kriegt er das ja nicht in sein Klassenbuch geschrieben. Und ich will auch noch mal ganz kurz auf eine Sache, weil wir werden oftmals Vergleiche anstellen, dass ein Rode beispielsweise verglichen wird mit dem Skiri. Und man darf nicht vernachlässigen, dass am Anfang seiner Karriere auch ein Rode nicht der Lautsprecher war, sondern er froh war, jemanden wie Schwegler an seiner Seite zu haben. Und es hat sich erst über die Zeit, über die Entwicklung bei den Bayern, dann bei Dortmund, dann ist er zurückgekommen und dann war er halt hier bis... hat er halt Schlüsselspiele gehabt. Und natürlich ist Skiri ein anderer Spieler auch noch, aber je länger er bei der Eintracht ist, desto mehr wichtige, extrem wichtige Spiele wird es noch geben. Und daran zeigt sich dann, ob Skiri irgendwann in dieses Muster reinpasst, in dem wir ihn gerne sehen würden mit Rode. Es ist auch so 29, da geht noch eine ganze Weile was. Ich glaube, diese Position ist auf jeden Fall dafür ausgelegt, dass du auch mit 33 noch dort spielen kannst. Und ich glaube, wenn er seine Verletzung ausgestanden hat, kann es auf jeden Fall ein Spieler sein. Ist es denn trotzdem so, dass wir mittlerweile fast das Gefühl haben müssen, dass die Eintracht schon auch nach einem Ersatz gesucht hat für Skiri? Denn
Also für mein Dafürhalten war schon öfter das, was ich gehört habe, wir brauchen vielleicht jemanden wie Groß-Basti. War das irgendwie zwischenzeitlich schon das Thema, dass man ihn ersetzen wollte, oder würdest du eher sagen, dass eine andere Vakanz geschlossen werden sollte? Ich glaube einfach, dass die Eintracht immer Ausschau hält, weil die Eintracht ist ja auch mit Skiri und Larsson jetzt nicht so breit besetzt gewesen, dass du sagst, nö, das wird so und so funktionieren. Ich glaube, das haben wir auf allen Positionen. Ja. Also ich glaube, du hast auf allen Positionen so einen Konkurrenzkampf, das hast du im Sturm, das hast du auf den Außenbahnen, das hast du in der Innenverteidigung. Aber was hättest du denn dann gemacht, hätten wir groß bekommen? Wäre das da nicht irgendwie eine Situation gewesen, wo du sagst, ja Leute, jetzt haben wir aber tatsächlich ein paar Schwierigkeiten, jetzt muss Skiri gar nicht spielen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr dann gemacht hättet. Was hättest du gemacht, Basti? Ich hätte gar nichts machen müssen, Gott sei Dank. Weil ich hätte einfach mich... Also beim Fußballmanager hätte ich... Nein, ich hätte mich zurücklehnen können und sagen können, ich bin sehr gespannt, wie er das jetzt in ein System bastelt. Und im Endeffekt hätte ich auch einfach die Hoffnung gehabt, dass die Eintracht da einen Plan da gehabt hätte, dass man in irgendeiner Art und Weise baut. Ich meine, wir haben ja auch schon 4-3-3 gespielt, wir haben Mario Götze ja jetzt in der Position gehabt, dass er in dieses Dreier-Mittelfeld an gewissen Stellen wieder zurückgerückt ist. Das heißt, im Endeffekt hätte ich einfach nur das als eine breitere Aufstellung gesehen, was das betrifft. Was du eben noch mal gesagt hast mit diesem, der ist jetzt erst das zweite Jahr hier, ist für mich auch ein entscheidender Faktor. So, ich guck mal, und ich kann jeden, der da draußen jetzt ausrastet, verstehen, weil Skiri, das muss man auch dazu sagen, der hat schon so Szenen, wo du wirklich ausrasten könntest. Ja, dümmliche Fehlpässe, wo du denkst, Bruder, konzentrier dich doch mal jetzt, wo du das Gefühl hast, der ist nicht komplett da, und dann wo du denkst, Alter, also ich kann das schon verstehen, dass das in einzelnen Situationen ein Abfuck. Wenn wir im Stadion sind, dann regt uns das halt auch zwischenzeitlich auf, wenn wir zusammenstehen und dann siehst du, Alter, da müsstest du stehen, oder dumme Fehlpässe, und das sind halt so Situationen. Oder so Nachlässigkeit, wo du das Gefühl hast, da ist nicht die, also man hat bei ihm das Gefühl, dass an gewissen Stellen die 100%ige Konzentration und der 100%ige Fokus, der ist nicht da. Da ist ein Teil durch seine Körpersprache einfach so, das kommt halt vielleicht gar nicht raus, und teils auch durch wirklich Slapstick unglückliche Aktion, wo er einfach dem Gegner den Ball in den Fuß spielt und du denkst, Alter, Bruder. So, das kann ich schon verstehen, aber gleichzeitig nochmal, der ist jetzt erst das zweite Jahr da, wenn er hier in eine wichtige Rolle wachsen will, dann ist jetzt das Jahr. So, dann ist jetzt das Jahr, wo das passieren muss, und dann muss man abwarten. Ich habe nur bei dieser Diskussion immer wieder irgendwie Bauchschmerzen gehabt, weil die Leute sich so da drauf gestürzt haben, wie du es gesagt hast, dann stimmt die Körpersprache nicht, du kannst ihn als Spieler nicht greifen, wir hören wenige Interviews von ihm, er ist jetzt vielleicht nicht der Sympathieträger in der Öffentlichkeit, bla bla bla. Aber ich wäre weiterhin hier vorsichtig, weil ich glaube, dass er für die Statik in diesem Spiel und für Larsson ein unglaublich wichtiger Faktor ist. Und, da kommen wir jetzt auch zum Trainer, der Trainer in der Verantwortung ist, die Stärken, die ein Elias Skiri hat und die Schwächen, die er auch hat, einfach irgendwie in seine Kalkulation mit einzubeziehen und zu sagen, okay, wenn ich weiß, der ist nicht der Allerschnellste, dann bringe ich ihn nicht in die Sechserposition, wo er der Einzige ist, der diesen großen Raum zumachen muss, sondern dann bringe ich ihn in eine strategische Position, wo ich weiß, der organisiert mir das Spiel gut, und die Explosivität und die Power bringen andere. Aber das finde ich ganz spannend, aber ganz kurz, aber das finde ich ganz spannend, weil du warst ja auch derjenige, der gesagt hat, mir fehlt das Offensive an Skiri. Ist Skiri überhaupt in diesem Dino-Konstrukt derjenige, der Offensive machen kann? Das ist ein bisschen die Frage, ne? Bei Köln hat er ja den, ich glaube, Erik Martell neben sich auf der 6 so, und der ist ja... Bitte? Rick Martell, Alter. Model Rick Martell. Ist das irgendein Wrestling-Insider, den ich nicht kenne? Oder? Okay. Diese Sendung wird auch immer älter. WWF 2000. Letzte Woche hier Ultimate Warrior und Hulk Hogan reingebracht. Da sitzen da irgendwelche Leute zu Hause. Wer, Alter? Der Republikaner? So haben wir uns früher gefühlt, wenn unsere Eltern uns was erzählen. Ja, das ist wirklich so. Der Model Rick Martell, Alter. Ich habe die Figur noch zu Hause. Keine Angst, nächste Woche oder übernächste Woche. Schreibt immer in die Kommentare, wenn ihr Rick Martell noch. Ja, genau. Wünscht euch mal einen Wrestler für nächste Woche, den wir unterbringen wollen. Keine Angst, nächste oder übernächste Woche ist Phil wieder da, dann kommen auch die Altherrenwitze wieder zurück. Also dann wird es ganz steinzeitlich. Aber kommen wir zum Thema. Genau, was ich gerade noch sagen wollte, und vielleicht war da ja natürlich auch die Absicherung eine andere. Also wenn du quasi den Ball gewinnst und du weißt, okay, dann bleibt halt der Erik Martell. Ja. Hinten. So. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein legit Gedankengang ist, der ein Fußballer hat. Ah ja gut, da ist ja noch der Erik Martell. Da kann ich ja jetzt hier mal losziehen. Also der Martell, ich weiß gar nicht. Martell, ich weiß es nicht. Ist ja egal, wisst ihr, was ich meine? Stehst auf und da denkst, eigentlich würde ich jetzt nicht nach vorne laufen. Und jetzt ist ja... Erik Martell. Und jetzt ist die Situation... Der ist auch mit Spitznamen Security. Erik Security Martell. Und jetzt ist die Situation natürlich so, dass das nach vorne stoßen eher die Aufgabe ist von Hugo Larsson wahrscheinlich. Ne? Und das ist natürlich dann auch, hast du wahrscheinlich andere Situationen im Spiel, wo die Rollenverteilung eine andere ist, als sie vielleicht bei Köln war. Das siehst du doch auch gegen Hoffenheim. Gegen Hoffenheim, die wunderbare Spielszenen, herausragend, wie Larsson sich auch offensiv eingebracht hat. Dann ist halt er derjenige, der eigentlich offensiv spielt, und dann ist natürlich Skiri derjenige, der defensiv Aber Skiri leitet das halt vorne ein. So,
der erste Pass aus diesem Gewusel kommt von Skiri. Ja. Hallo. So. Und am Ende glaube ich auch, dass man den gar nicht so sehr verteidigen muss, weil es wird auch einen Grund haben, warum der die ganze Zeit spielt. Ja. So. Der wird auch das ganze Jahr spielen, also auch wenn jetzt Motorhut dazugekommen ist. Aber ehrlicherweise glaube ich, dass... Wenn jetzt, genau was du gerade gesagt hast, wenn irgendwelche Leute den Drang haben zu sagen, ja, Skiri, den gefällt mir nicht, bla bla, ja, Motorhut ist doch jetzt da. Ja. Und wenn Skiri halt nicht so funktioniert, wie er funktioniert, dann hast du jetzt halt einen Motorhut, der auch mitspielen kann. Und dann kann man vielleicht sehen, wie ist das Konstrukt ohne Skiri. Das haben wir übrigens nochmal, du hast es vorhin angesprochen, das haben wir letzte Saison auch übrigens oft genug gesehen, das Modell ohne Skiri, weil der oft verletzt war. Ja. Ich weiß nicht, ob das signifikant viel besser war, wenn er nicht da ist. Das finde ich ganz spannend, aber ihr habt es eben schon angesprochen. Jemand, der ja trotzdem gekommen ist, um vielleicht die Zentrale zu stärken, ist jemand, der, ich sag mal so, nicht zu oft ans Mikrofon gelassen werden sollte, ja, Motorhut, der aber ein wunderbarer Kicker ist und bei dem ich mich schon darauf freue, was er der Eintracht bieten kann. Zentrales Mittelfeld kann defensiv auch mit Sicherheit wirken. Und da stelle ich mir die Frage, ist das jetzt wirklich, lieber Stefan, derjenige, der als Backup geholt wurde oder wo würdest du ihn dann einsetzen? Ja, würde ich schon sagen, aber insgesamt war es schon notwendig, da im zentralen Mittelfeld noch was zu machen, weil es war schon die am dünnsten besetzte Kaderstelle, finde ich. Ne? Und jetzt hast du natürlich die Auswahl Skiri, Dahoud, Larsson und so weiter. Da kannst du ein bisschen rotieren. Du hast 3 Wettbewerbe, du willst in allen 3 Wettbewerben weit kommen. Da brauchst du eine gewisse Kadertiefe und da finde ich Motorhut eine sehr gute Option. Ich kenne die Liga. Ob er dann tatsächlich jetzt einer ist, der nach 2 Jahren, wo es nicht so gut lief, oder 1,5 Jahren, wo es nicht so gut lief oder so, direkt irgendwie die Nummer 1 ist auf der 6 oder 8 oder 10, das kann ja alles spielen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, der müssen wir erstmal brauchen. Aber als Kaderergänzung mit Ambitionen auch immer mal auf Startelf-Einsätze ist das für meine Begriffe, wenn er an sein Leistungsmaximum wiederkommt, ein sehr guter Transfer gewesen. Ich glaube nicht, dass er Skiri ablösen wird als Stammspieler. Ich glaube, Skiri wird, wenn er verletzungsfrei bleibt, eine sehr gute Runde spielen. Ja. Siehst du das ähnlich oder wie würdest du das einschätzen? Ich auch. Ich sehe ihn erstmal am Anfang als Rotationsspieler. Wir werden genug Spieler haben. Wir haben 8 Europapokalspieler, wir haben DFB-Pokal. Wir haben Bundesliga, Skiri wird mal gelb gesperrt sein, Larsson wird mal verletzt sein, Larsson in seinen jungen Jahren wird mal eine Pause brauchen. Ja. Für mich ist er eine ideale Ergänzung, der, wenn er dann so gut ist, dass du ihn nicht mehr rausnehmen kannst, ja ganz im Ernst. Ich werde mich nicht heulend auf den Boden werfen, weil der Hut so gut ist, dass Larsson oder Skiri oder Götze draußen sitzen müssen. Oder dass du halt viele mehr taktische Möglichkeiten auch hast, dass du mal ein Mittelfeld komplett auch mal zentrieren kannst. Also dass du irgendwie wirklich auch durch ihn flexibler wirst und was bei ihm halt der entscheidende Faktor ist, das Risiko ist sehr klein. So, du kriegst ihn ablösefrei, zahlst, glaube ich, 2,5 Millionen Euro für 2 Jahre. Das heißt, insgesamt kostet das ganze Dahoud-Paket 5 Millionen Euro. Ganz ehrlich, probier es aus. Das ist wie wenn ich mir ein Rubbellos kaufe, was nur 5 Euro kostet, wo aber der Gewinn irgendwie 100.000 sein kann. Und in dem Alter ist ja durchaus noch was möglich. Das ist jetzt nicht so, als wenn der jetzt mit ein paar 30 herkommt. Wenn es nicht klappt, auch nicht schlimm. Der ist noch jung und hungrig. Ich glaube, der will aber auch zeigen, weil er hat schon seine Qualität, die hat er schon lange unter Beweis gestellt. Hat jetzt dieses Tief gehabt, aber ich glaube, da kann wieder was passieren. Ich finde es eine gute Verpflichtung. Stellen wir aber trotzdem noch mal ein bisschen die Frage, haben ja das große Überthema Skiri jetzt gehabt. Das heißt, wir haben natürlich seine Stärken klar skizziert. Du hast gesagt, dass er gerade in Köln sehr offensiv stark war. Dass er aber auch jemand ist, der natürlich in den entscheidenden Schnittstellen auch die Pässe spielen kann. Trotzdem ist uns auch klar, ich glaube, das können wir als Fazit hier zusammenziehen, er muss auch wacher werden. Also die Saison ist jetzt die Go-To-Saison. Es ist teilweise auch ein bisschen unfair zu sagen, nach einer Saison jetzt schon Daumen senken oder heben. Das ist jetzt ist die zweite Saison, jetzt wird es wichtig. Jetzt wird es auch wichtig, wie er seinen Nebenspielern, beispielsweise Larsson, irgendwie zum Vorteil gereichen kann. Larsson, die Entwicklung geht ja weiter, haben wir gesehen, gegen Hoffenheim. Also das heißt, wir wollen ihn auf jeden Fall, wir geben ihm diese Chance, sage ich mal. Wir sind optimistisch, dass das funktioniert, denn wir wissen, welche Qualitäten er hat, dass er auch derjenige sein kann, der natürlich nicht als Lautsprecher, aber in der zentralen Schnittstelle schon wirken kann. Dafür muss er aber konzentrationsstärker sein, dafür darf er nicht diese Zoned-Out-Phasen haben und dann sind wir, glaube ich, alle optimistisch, oder? Ja. Sehr gut. Und jetzt mit vollem Optimismus gucken wir natürlich auf das, was als nächstes kommt, denn es geht schon bald weiter. Ratzi, fatzi, zack, 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 haben wir nämlich jetzt das nächste Spiel gegen die Wolfsburger. Ratzi, zack, zack, zack. Wie man so schön sagt, ne? Ja, klar, logisch. Wie man am Bierkönig sagt. Ja. Ratzi, fatzi, zack, zack, zack. Und die Wolfsburger jetzt mit einem Sieg gegen Kiel, eine Niederlage, einen Sieg gegen Kiel, 3 Punkte und Basti. Nee. Ja, die Mannschaft ist ja... Lass mich. Ja, lieber Stefan, ich habe natürlich nie Basti zuerst angesprochen. Lieber Stefan, wie sieht es aus? Auf wen müssen wir besonders gucken? Denn die Wolfsburger, unangenehm.
Ja, das ist das alte Lied. Ne? Ich meine, ganz im Ernst, Wolfsburg hat eigentlich jedes Jahr einen geilen Kader. Irgendwie kriegen sie es trotzdem nicht geschissen, weil es niemand interessiert. Es ist einfach so. Ja. Alle 10 Jahre spielen die mal eine gute Saison. Dazwischen kommt wenig bis gar nichts. Ich glaube, das ist auch wieder so eine Saison. Du hast Leute wie so ein Lovro Meyer zum Beispiel, von dem ich eine sehr, sehr hohe Meinung habe. Wo wir auch mal dran waren. So es ist schade, dass der nicht bei einem gescheiten Verein spielt, finde ich. Den würde ich wirklich gerne bei einem sympathischen Club sehen, irgendwie. Zum Beispiel bei der Eintracht. Das sind Leute, die immer irgendwie gut sind für so ein. Der hat ja auch gegen die Bayern, glaube ich, zweimal getroffen direkt so. Ne? Also das ist schon jemand, der wirklich so ein Spiel auch entscheiden kann. Da muss man ein bisschen drauf achten. Es ist aus Eintracht-Perspektive halt ein sehr spannendes Spiel, ne? Weil du hast eine Saison jetzt, wo immer noch nicht ganz klar ist, wo du eigentlich stehst. Nee. Du hattest einen sehr souveränen Auftritt im Pokal, allerdings gegen einen schwachen Zweitligisten. Du hattest ein Spiel bei Borussia Dortmund, die in der Umbruchsphase trotzdem aber eine Spitzenmannschaft sind, ne? Champions League-Finalist letztes Jahr. Da hast du Hoffenheim, die kamen hier direkt nach so einem Bossebeben an und haben halt selber waren in so einer komischen Situation. Deswegen ist auch nicht so ganz klar, war die Eintracht so gut oder waren die so schlecht. Und jetzt kommt quasi der erste Prüfstein mit Wolfsburg. Und da bin ich sehr gespannt, wie die Eintracht das löst. Ja. Die kann sich nur schwer halten. Für mich ist Wolfsburg halt insofern einfach mega unangenehm, auch als Fan. Nicht nur, weil, ja, keine Ahnung, das sind immer unangenehme Spiele. Du weißt, das Spiel momentan nicht regelhaft, aber Jonas Wind ist auch jemand, immer, der gegen die Eintracht treffen kann. Ja, der das auch schon oftmals bewiesen hat. Und dann ist es aber so, dass ich überhaupt auch als Fan der Bundesliga, habe ich gar keinen Anknüpfungspunkt mehr an diese Mannschaft. Ich kannte viele Spieler nur vom Lesen. Ja. Und wenn ich mir das angucke, denke ich, was ist denn das mittlerweile für ein Kader, der da steht? Das ist ja noch mal, da sind aber noch mal weniger Anknüpfungspunkte und dementsprechend, ich glaube, es wird auch einigen Spielern bei der Eintracht so gehen. Aber bist du denn? Hallo? Aber für die Eintracht, um es jetzt mal so zu sagen, ist es halt jetzt das nächste extrem wichtige Spiel nach einer sehr unglücklichen Länderspielpause, weil wir gerade haben uns ein bisschen in den Flow gespielt. Was muss die Eintracht tun, um gegen Wolfsburg auch da 3 Punkte zu holen? Einfach weitermachen. Einfach vergessen, dass Länderspielpause war. Einfach in dem Flow jetzt einfach bleiben und das Spiel genauso wegmoderieren, wie das gegen Hoffenheim passiert ist. Weil dann hast du erstmal auch 2 der nervigsten, unattraktivsten Gegner hinter dir. So, das ist ja auch unglücklich, ne? Alles das, was ich zu Wolfsburg jetzt sagen könnte, klickt euch in die alte Folge rein. Das ist exakt das Gleiche, was ich zu Hoffenheim gesagt habe. Ja. So, es ist einfach das Gleiche. Ich habe auch keinen Bock. Ich freue mich auch schon wieder auf meine Friends aus Wolfsburg in den Kommentaren. Das ist einfach, nein, es ist nervig. So, es ist nervig. Die haben viel zu gute Spieler für das, was sie als Verein darstellen. Und im Endeffekt ist das ein schwieriger Gegner, der aber unattraktiv ist. So, das ist einfach so, weiß ich nicht. Du hast gar kein. Guck mal, wenn du in Wolfsburg gewinnst, ist das gar nicht so eine große Emotionalität, das ist es, wie wenn du jetzt bei einem Top-Club gewinnst und vielleicht sind die aber auf dem Leistungsniveau ähnlich. So, das ist eine viel zu schwere Aufgabe mit viel zu wenig Ertrag. Deswegen gilt bei diesen Spielen einfach nur hinter dich bringen und hoffentlich erfolgreich, weil so ein bisschen ist es auch ein Gradmesser. Ja. So, du hast es gesagt, wenn wir in Dortmund gut mitgehalten, wenn wir ein bisschen mehr Glück gehabt hätten und ein bisschen mehr Zutrauen, hätten wir dort auch was holen können. Dann hast du ein bisschen Sorge gehabt. Gegen Hoffenheim haben alle Sorgen sich zerschossen. Es war geil, Setter, geile Spiele, geile Tore. Ja. Und jetzt fährst du halt, genau, can you do it on a nervige, was ist das? Samstag, glaube ich, ja. Can you do it on a nervige Saturday in Wolfsburg? Weil das wird mit Sicherheit nicht so emotional aufgeladen vor heimischem Publikum, sondern da werden irgendwie ein paar Auswärtsfans sein, aber im Endeffekt ist es ein graues Spiel. Aber es werden Auswärtsfans da sein und das ist das Wichtige und das ist das, woran ich mich wieder festhalte, dass ich dann zumindest einen sehr guten Eintracht-Block sehe und mit vollem Optimismus wirklich da reingehe, einfach genauso weitermachen, wie ihr es erfolgreich gegen Hoffenheim gemacht habt. Das war ein super souveränes Spiel, ihr habt es ja letzte Woche herausragend beschrieben. Wäre auch ein gutes Spiel, um zu sagen, okay, so hier geht die Reise hin. Genau. Ja, voll, absolut. Wenn du absolut. Mit einer gewissen Nochmal so in Wolfsburg gewinnst, nochmal so eine Leistung. Dann kommst du, glaube ich, ganz anders nach Hause, weil du denkst, ja okay, das gegen Hoffenheim war jetzt kein Ausrutscher nach oben. Ja. Also ein bisschen ist, glaube ich, auch bei dem einen oder anderen Fan die Sorge noch da, weil diese Spiele, die letzte Saison aufgeladen wurden gegen Augsburg, gegen Hoffenheim, die haben wir auch 3-1 gewonnen. Ja. So. Ja. Und dann ging es wieder weiter und bla bla. Gewinn einfach mal 2-0 da. Ja. Ohne dass in irgendeiner Art und Weise was Schlimmes passiert und dann hast du irgendwie... Genau. Ich bin gespannt, was passiert, liebe Leute. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr in Wolfsburg unterwegs seid und dahin fahrt. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Ciao. So, ihr Lieben, das war die neue Folge zu Elias Skiri. Schreibt noch mal in die Kommentare, ob ihr das komplett anders seht, was wir da so zusammengedengelt haben. Aber ganz klar ist auch, ihr wollt mehr Fußball 2000 Content, gar kein Problem. Denn wir haben vieles zu den Trikots, zu den Retro-Trikots. Das ist gar nicht so einfach auszusprechen, aber kein Problem. Klickt euch da mal rein. Da gibt es 2 Folgen ausführlich. Da sprechen wir darüber, über die schönen Seiten des Trikotlebens. Klickt euch rein und habt eine gute Zeit. Bam, bam.